Good morning, and the third beautiful good morning. Guten Morgen und zum dritten Mal schönen guten Morgen. So, nobody who is listening to us is a know-it-all anymore. Also, von denen, die uns zuhören, ist niemand mehr ein Besserwisser. Nobody of those who listens to us is a know-it-all anymore. Denn gestern hast du Buße getan. You understood that you know nothing and need to walk in humility. Du hast verstanden, dass du nichts weißt und dass du in Demut leben musst. Now, let's go to verse 3. Gehen wir nun zu Vers 3. But if a person passionately loves God, he will possess the knowledge of God. Wenn aber ein Mensch Gott leidenschaftlich liebt, wird er die Erkenntnis Gottes besitzen. Now, that's a very mysterious and yet a very, very beautiful scripture. Das ist eine sehr geheimnisvolle und doch sehr, sehr schöne Schriftstelle. Look, the first thing that I really like that it says, if a person passionately loves God. Das erste, das mir hier wirklich gefällt, es heißt, wenn jemand Gott leidenschaftlich liebt. You know, a lot of people say that they love God. Viele Menschen sagen, dass sie Gott lieben. But actually in the original Greek here, the word is agape. Aber im griechischen Original heißt das Wort agape. Actually, it's the verb from agape. It's the word agapao. Eigentlich ist es das Verb von agape. Das Verb heißt agapao. And the word, for agape or the verb agapao, it actually means a passionate, fiery love. Das Wort agape oder das Verb agapao bedeutet eine leidenschaftliche, feurige Liebe. And the thing I like about this, it's actually written in the present tense and in the active voice. Was mir daran gefällt, ist, dass es in der Gegenwart und im Aktiv geschrieben ist. So the Passion actually says it really, really perfect from the original Greek. Die Passion drückt es aus dem griechischen Original wirklich sehr perfekt aus. Not if a person will passionately love God or if a person did passionately love God. Es geht nicht darum, ob eine Person Gott leidenschaftlich lieben wird oder ob eine Person Gott leidenschaftlich geliebt hat. But if a person, present tense, continuously, by the choice of action, chooses to love God passionately. Sondern ob sich eine Person jetzt in der Gegenwart entscheidet, sichtbar in seinen Handlungen Gott leidenschaftlich zu lieben. So you choose how passionately you love God. You choose if you give that agape love back to Him. Du entscheidest somit, wie leidenschaftlich du Gott liebst. Du entscheidest, ob du diese Agape-Liebe an ihn wieder zurückgibst. Now I have something really interesting to say about the second part of the verse. Jetzt möchte ich dir etwas wirklich Interessantes über den zweiten Teil des Verses sagen. Look how the Passion says. In der Passion heißt es, But if a person passionately loves God, he will possess the knowledge of God. wenn aber ein Mensch Gott leidenschaftlich liebt, wird er die Erkenntnis Gottes besitzen. Now, this is translated, I guess, as good as you can translate it in our English language. Nun, das wurde übersetzt so gut, wie man es in unserer deutschen Sprache eben übersetzen kann. Otherwise, you would have to use a much longer sentence. Ansonsten müsstest du einen viel längeren Satz verwenden. Since I'm not rewriting the Bible, but actually explaining you what's been written here, I can do that. Da ich die Bibel nicht umschreibe, sondern dir erklären will, was hier geschrieben steht, werde ich das tun. So I'm going to do that. Also lass mich das machen. The word of knowledge here is a really beautiful word. Das Wort Erkenntnis hier ist ein wirklich schönes Wort. And in the original Greek, there are a whole bunch of different words that are used for knowledge. Im griechischen Original gibt es eine ganze Reihe verschiedener Wörter, die für Erkenntnis verwendet werden. Unfortunately, in our languages, we only have one. Leider haben wir in unseren Sprachen nur ein einziges. But this word that is used for knowledge, it means to get to know really well. Aber dieses Wort, das für Erkenntnis verwendet wird, bedeutet, dass du etwas richtig gut kennenlernst. It actually involves perception and feeling. Es beinhaltet tatsächlich etwas wahrzunehmen und zu fühlen. And it is actually the same word that the Jews used for sexual intercourse and intimacy with the partner. Es ist auch dasselbe Wort, das die Juden für den Geschlechtsverkehr, die Intimität mit dem Partner verwendeten. So I would describe verse 3 this way. Ich würde Vers 3 folgendermaßen beschreiben. If anybody chooses to walk in passionate love with God, Wenn jemand sich entscheidet, in leidenschaftlicher Liebe zu Gott zu leben, to pour that love that God has poured in his heart constantly back to God,
und die Liebe, die Gott in sein Herz gegossen hat, ständig an Gott zurückzugeben, that person will continuously walk in intimacy with God. dann wird diese Person ständig in Intimität mit Gott leben. Because that is what the word means. It means a knowledge that brings you to intimacy. Denn das ist es, was das Wort bedeutet. Es bedeutet eine Erkenntnis, die dich in die Intimität führt. And the beautiful word is that this is actually written in the passive voice, not in the active voice. Das Schöne daran ist, dass dies jetzt im Passiv und nicht im Aktiv geschrieben ist. So the intimate knowledge is nothing else but a consequence of you passionately loving God. Die intime Erkenntnis ist also nichts anderes als eine Folge deiner leidenschaftlichen Liebe zu Gott. It's written in the passive. It's like something is happening to you. Es ist im Passiv geschrieben, es ist, als würde etwas mit dir geschehen. The ball is active voice. Der Junge traf den Ball, ist aktiv. The boy was hit by the ball is passive voice. Der Junge wurde vom Ball getroffen, ist passiv. And this is exactly the Greek grammar here. Das ist genau die griechische Grammatik hier. You actively choose to continually passionately love God. Du entscheidest dich aktiv dafür, Gott ständig leidenschaftlich zu lieben. And as you do that, something will happen to you. Und wenn du das tust, wird etwas mit dir geschehen. What's going to happen to you? Was wird mit dir geschehen? You will more and more possess this intimate knowledge of God. Du wirst mehr und mehr diese intime Erkenntnis über Gott besitzen. Think about this. Denk darüber nach. People keep saying, Reinhard, how can I have intimacy with God? Well, just keep loving Him. Die Leute fragen immer wieder, Reinhard, wie kann ich Intimität mit Gott haben? Nun, indem du ihn einfach weiter liebst. And you know, this is so deep that no matter how long you live on this earth, you haven't really yet had enough intimacy with God. Weißt du, das ist so tiefgründig, dass du, egal wie lange du auf dieser Erde lebst, nie wirklich genug haben wirst von dieser Intimität mit Gott. You keep discovering new aspects of His beauty and His glory and His incredible greatness. Du entdeckst immer wieder neue Aspekte seiner Schönheit und seiner Herrlichkeit und seiner unglaublichen Größe. So this is why when I see people who don't really invest into loving God and only want to use God to get from God, Wenn ich also Menschen sehe, die nicht wirklich in die Liebe zu Gott investieren und Gott nur benutzen wollen, um von ihm etwas zu bekommen, I can already tell you these people will never walk in intimacy. dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass diese Menschen niemals in Intimität leben werden. So continually choose to love God with the love that He loved you with. Entscheide dich also immer wieder dafür, Gott mit der Liebe zu lieben, mit der er dich liebt. And you will get to know Him better every day. Und du wirst ihn jeden Tag besser kennenlernen. Your intimacy will be a natural thing that will be happening to you. Eure Intimität wird die natürlichste Sache sein, die dir jemals widerfahren ist. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.